baby girl, you know what it is. Alle flexen, aber keiner macht den Scheiß so wie ich. Ain't it just the way that it goes? Alle Player, aber keiner respektiert. So, früh am Morgen. Es ist Zeit für eine kleine Reise. Wir fahren jetzt zu einem gewissen Turm, der mir von mehreren Leuten empfohlen wurde. Ein Kollege, den ich auf den Malediven kennengelernt habe, der war schon da gewesen. Und ich hätte es fast vergessen, dass ich da noch hin wollte. Deshalb habe ich auch noch einen Tag dran gehangen. Ich wäre eigentlich heute nach Elle gefahren. Aber zum Glück hat man da Menschen, die an einen Sachen erinnern. Ich wollte eigentlich um 6 schon auf den Straßen sein. Früh gesattelt, spät geritten. Es ist jetzt 7. Ich werde eine Stunde hin brauchen. Ich würde sagen, wir sehen uns da. Komischerweise geht mein Roller immer aus, wenn ich einfach nur den Berg runterrolle. Aber egal, wir cruisen mal jetzt ganz gechillt zusammen. Menschen früh auf der Straße. Ich schätze mal, die jungen Leute gehen zur Schule. Der Rest macht sich für Arbeit fertig. Ich habe es nach oben geschafft, Alter. Der Berg ist höher, als ich gedacht habe. Ich weiß gar nicht, ob wir das sehen. Ja, von hier muss jetzt ein Stück laufen. Dann gucken wir weiter. Okay, jetzt ist hier gleichzeitig eine Gruppe russischer Mitbürger angekommen. Ich glaube, ich lasse die erste Gruppe erstmal hoch, weil ich hätte gerne ein paar Shots für mich alleine. Aber ja, war gut so früh aufzustehen, weil die Straßen sind leer, es ist Sonntag und ich befinde mich über den Wolken. Herrlich, das wird geil. Ja, welcome to Ambulavara Tower. Ich glaube, da könnt ihr ihn schon sehen. Oben auf der Spitze des Berges befindet sich dieser Turm, Alter. Der will sich ja verarschen. Da kletter ich jetzt hoch. Wow. Ich habe den Turm selber jetzt schon auf einigen Videos gesehen. Alleine wie der gebaut ist, sieht so unstabil aus. Und ist ganz, ganz schmal und eng da oben. Hier habt ihr im Prinzip eine kleine Version davon. Das ist eine kleinere Version. Aber auch krass gebaut, ne? Spiralförmig geht dann die Treppe da hoch. Und oben wird es immer enger. Schaut euch mal bitte diese Aussicht an. Für sowas lebe ich. Für sowas lebe ich. Daran sieht man doch, wie schön diese Welt ist. Man verliert sich immer in Kleinigkeiten. Und wenn man mal weiter oben ist und so eine Vogelperspektive annimmt. Oh, guck mal, die Sonne knallt durch die Wolkendecke. Leuchtet ins Tal. Herrlich. Ich bin so dankbar. Mega dankbar. Ich meine, konstruktionstechnisch ist es auch ein ganz anderes Ding.
meine Knie zittern. Das hat zusammengeschweißt. Alle, die auf der gleichen Ebene waren, an Touristen, auch Einheimischen, haben gesagt, ey, bei so einem Wind ist das schon crazy. Jetzt haben wir uns kurz 15 Minuten danach alle nochmal zusammengerafft. War es eine crazy Aktion, aber bei mir haben eigentlich mehr die Knie gezittert, weil ich die Drohne nicht geschafft habe, aus der Luft zu fangen. Und dann musste ich so irgendwo unten landen und hoffen, dass sie halt keiner nimmt. Oh mein Gott, ich glaube, ihr merkt mir das an. Damn, ich rauche jetzt erstmal eine Keule. Und da ist ein Affe. Da sind Affen. Solange mir nichts aus dem Rucksack klaut und keine Drohne klaut, ist alles gut. Ich hatte auf dem Weg zurück nach Kandy einen jungen Sri Lankaner am Straßenrand aufgegabelt und nahm ihn einige Kilometer mit, da sein eigener Roller aufgegeben hatte. Nach 300 Metern nach rechts abbiegen, um auf Mavanella, Hemesagama, Singapitiya, B279 zu bleiben. Es war definitiv mal wieder einer dieser Tage, an dem es meiner Seele unglaublich gut ging und ich ein dauerhaftes Grinsen im Gesicht hatte. Ich habe erst noch meine Wäsche abgeholt nach diesem crazy Ausflug heute. Richtig nice. Wäsche ist frisch gewaschen, gebügelt, gefaltet. Nicht so wie in den Malediven, als sie meine komplette Wäsche gefickt haben. Davon konnte ich bestimmt 70%. No, it's good. I put it between my feet. Stutti. Sind alle so hilfsbereit. Da hält irgendeiner neben mir, geht jetzt auch in die Wäscherei und fragt mich, ob ich eine Tüte brauche. Ich sage, nee, kann ich zwischen die Beine machen. Ich hole mir jetzt erstmal ein Kästchen und dann sind wir weiter, weil ich muss eigentlich schon wieder losziehen. Guck mal, wer da drüben steht. How are you? You good? Working? Ambula Baba. Bester Mann, ich schwöre. Bye, my dear. Überall, wo ich bin mit der Baxi erkannt, schreien Leute aus dem Fenster. Machan! Das heißt Bruder hier. Was ein Tag und ich habe noch einiges vor mir, aber es ist ziemlich bewölkt, ey. Das macht mir ein bisschen Sorgen. Weil wenn es da regnet, da bin ich inmitten von nirgendwo, umgeben von Steppe. Aber könnte natürlich auch eine krasse Erfahrung sein. Ich bin nicht abgeneigt. Ich brauche erstmal einen Kaffee, muss erstmal klarkommen. Ey, ich sehe aus, Alter. Guck dir mal die Haare an vom Roller. Richtiger FF, Mann. Richtiger Waldmensch am Start. Der Bart sprießt, die Haare wachsen. Ich freue mich auf meinen Kaffee. Und dann fahre ich nochmal schnell hoch ins Hotel, meine Wäsche in den großen 20-Liter-Rucksack packen. Dann rufe ich den Dominde an. Der wollte nämlich ursprünglich mitkommen, aber ich bin gestern eingeschlafen. Und habe ihm nicht gesagt, dass ich erstmal zum Ambulubaba Tower fahre. Und dass ich beides an einem Tag versuche, weil er hat gesagt, eins von beiden musst du streichen, das ist zu viel des Guten. Nichts ist zu viel des Guten. Gar nichts. So, Domindo und ich machen uns jetzt auf den Weg zum Lion King Rock.
how long we will drive? 2,5 hours? Okay, 2 Stunden Fahrt haben wir uns jetzt vorgenommen, aber das wird ordentlich. Seid gespannt. So, kurz am Straßenrand gestoppt. Eine Königskokosnuss wird sich jetzt kurz reingeschlemmert. Dominde, how is my driving skills? Very perfect. Huh? Perfect. Okay. Wir haben noch keinen Unfall gehabt bis jetzt. Mangostin. I want to have You get later. You have Later? drink. Mangostin. In Thailand. I didn't know. Sri Lankan one. You is like? better. No. You don't like? No, I like, but especially for you, not for me. When we go later, I have to eat later more. it's my favorite Yeah, mangostin. you bring for the later, and you have to eat for the go to the hotel and But I invite you for dinner today. yeah. Yeah? Okay? Yeah. Jetzt wird die Kokosnuss noch ordentlich ja. ausgeschlachtet. You can eat? Yeah. Perfect. Das feiere ich, dass du die halt komplett nutzen kannst. Yes, it's a natural spoon. King coconut spoon. Bon Appetit. Ist gut? So, vorletzter Stopp, ey, das zieht sich schon mies und meine Beine tun weh, weil ich so lange Stocherbeine habe, ey. Aber wir sind gut am Düsen, ey. Dominde hält sich wacker. Die Frage ist, wo ist der hin? Die gucken mich alle an, weil die noch nie so einen Riesen gesehen haben. Where is Dominde? Ah, da ist er doch. Der Pirat, Alter. Der Pirat Sri Lankas. So, noch über 3 Stunden Fahrt. Ich bin fertig, Alter. Haben wir es tatsächlich geschafft. Da hinten ist der Sigiri Rock, der Lions Rock. Meine Lieben, wir begeben uns jetzt zum Königsfels. Und hier draußen sind noch ziemlich viele alte Ruinen aus dieser Zeit. Und ich merke schon eine ganz andere Energie. Ich bin immer wieder fasziniert, so Sachen zu sehen, die einfach mehrere tausende Jahre alt sind und keiner weiß, wie sie entstanden sind. Wer weiß, was für eine krasse Stadt das mal war. Wir hatten es tatsächlich geschafft. Es war im Prinzip der Fels, den ich auf dem Weg nach Kandy schon aus dem Dschungel aus gesehen hatte. Ich war schon voller Vorfreude. Doch als allererstes erwartete uns ein extrem geiler Aufstieg. So Sinhalese people also come very often here, especially for them. Kleine Zwischenetappe. Ich glaube, sind wir jetzt auf der Hälfte.